Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es nochmal um den M2 Competition und zwar um die Federn hinten, also sprich auf der Hinterachse. Und das hat den Hintergrund, ich möchte ja diesen Monat nochmal einen Track Day fahren und hatte in der vergangenen Zeit, also beziehungsweise die letzten Male, wo ich auf dem Track war, seitdem ich massiv Gewicht aus dem Heck des Fahrzeugs rausgenommen habe. Da gibt es auch diverse Videos auf meinem Kanal, wo ihr sehen könnt, was ich alles getauscht oder entfernt habe. Und seitdem ich dort eben auf der Hinterachse massiv Gewicht entfernt habe, ist so ein bisschen eine Unbalance ins Auto gekommen. Die haben wir setup-technisch ganz gut in den Griff bekommen. Was jetzt noch als Fehler geblieben ist eine verringerte Traktion. Bedeutet, er ist auch ein bisschen stockelig oder holprig auf der Hinterachse, das heißt relativ nervös und er hat ein Traktionsproblem. Jetzt wäre natürlich die einfachste Möglichkeit, einfach wieder Gewicht zu verbauen, möchte ich aber nicht. Und die andere Alternative ist jetzt eben, dass ich versuche mit verschiedenen Federraten an der Hinterachse das Ganze so ein bisschen zu kompensieren. Ich habe jetzt leider mir nicht aufgeschrieben, was für eine Federrate diese Federn hier haben. Das blende ich euch aber ein. Ich schaue das dann nachher zu Hause nach und füge das im Schnitt sozusagen ein. Da zeige ich, also ich blende jetzt ein, was die Originalfederrate ist von dem KW Clubsport und die Federrate von diesen Federn, die ich hier dagegen tausche. Also KW bietet da verschiedenste Abstufungen an und ich bin jetzt einfach eine Stufe weicher gegangen mit der Federrate. Und das werde ich jetzt eben so lange machen, bis ich entweder merke, es bringt gar keinen Unterschied, oder aber wenn ich jetzt merke, die etwas weichere Federrate hilft mir, und dann versuche ich vielleicht noch eine oder noch zwei Federraten weicher und schaue dann einfach, das muss ich ausprobieren, wo ich dann nachher lande. Bei KW konnte man mir da jetzt keine Referenzwerte nennen, da war auch die Aussage, das muss ich einfach rausfahren. Bedeutet, wir heben das Auto gleich hoch, ich habe das schon mal vorbereitet und dann muss ich hinten die Federn tauschen. Ich hoffe, das geht relativ einfach. Was ich auf jeden Fall zur Hand habe, ist der Originalverstellsatz vom Clubsport-Fahrwerk. Zusätzlich habe ich mir bei KW noch einen extra Fahrwerkssatz gekauft, beziehungsweise Fahrwerk-Werkzeugsatz. Der sieht dann so aus. Ist so ein kleiner Koffer, kostet nicht die Welt, aber ist auch nicht gerade günstig. Sind eben verschiedene Aufsätze drin, um eben an KW-Fahrwerken arbeiten zu können. Auch hier mit den diversen Spezialaufsätzen, um nachher dort die einzelnen Komponenten des Fahrwerks aus dem Auto oder beziehungsweise aus ihrer angestammten Position lösen beziehungsweise ausbauen zu können. Ich weiß nicht, ob ich das heute brauche. Eigentlich, soweit ich das in Erinnerung habe, das ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her, sind die hinteren Federn in Anführungszeichen lediglich reingesteckt. Die sind, glaube ich, nicht spezifisch befestigt, sondern wie gesagt, sitzen einfach nur separat vom Dämpfer und haben dann eben hier oben nochmal so eine kleine Vorspannfeder, die man eben vorspannt im entlasteten Zustand. Und das war's. Normalerweise braucht man da, soweit ich weiß, kein Werkzeug, aber das sehen wir gleich, wenn wir das Rad abgenommen haben. Und das ganze Fahrwerk ist jetzt dann entlastet, zeige ich euch gleich, und dann sehen wir ja, ob wir Werkzeug brauchen oder nicht. Ich versuche jetzt auch die gleiche Vorspannung dann wieder hinzubekommen, wie jetzt an den Federn vorhanden ist. Mal schauen, ob mir das gelingt. Eigentlich kann hier nicht viel schief gehen, zumindest soweit die Theorie. So, nochmal kurz was zwischengeschoben, bevor wir ans Auto gehen. Das Intro, was ihr gerade gesehen habt, das habe ich gestern aufgenommen. Gestern war Mittwoch, heute ist Donnerstag. Ich habe jetzt gestern auch gefilmt und bereits die Beifahrerseite gemacht. Allerdings war das Ganze ein bisschen chaotisch, ist mal wieder eskaliert, ging deutlich schwieriger als ich dachte, und deswegen werde ich jetzt heute am Donnerstag, also einen Tag später, für die Fahrerseite einfach das Ganze ein bisschen anders aufarbeiten, damit es für euch nicht so chaotisch ist und ein bisschen stringenter. Deswegen dachte ich, wir schauen erstmal, was habe ich denn an Werkzeug gebraucht, beziehungsweise was braucht ihr an Werkzeug, wenn ihr das selber machen wollt. Also gut wäre es auf jeden Fall, einen 18er und einen 21er Schlüssel zu haben. Ob das jetzt so einer ist oder ein ganz normaler Schlüssel, ist eigentlich egal. Alternativ gehen auch 2 Ratschen, also jeweils 2 Ratschen mit 2 18er Nüssen, beziehungsweise 2 Ratschen mit 2 21er Nüssen oder hier so eine Fahrwerksratsche. Da ist die Öffnung bereits eine 21er Nuss. Dann später, um die Vorspannung der Feder anzupassen bzw. einzustellen, diesen KW Gewindefahrwerksschlüssel, ein Stemmeisen, um die Feder bzw. den Tragarm unten an der Hinterachse später nach unten wegdrücken zu können. Das zeige ich euch gleich nochmal am Fahrzeug. Dann ein wenig Bremsen bzw. Teilereiniger, um da einfach die Sachen ein bisschen zu reinigen. Und auch Gummipflege habe ich jetzt hier verwendet. Und zwar ist unterhalb der Feder, ich hole mal gerade die alte Feder, das ist die alte Feder, die habe ich auf der Beifahrerseite schon ausgebaut. Hier ist jetzt auch, ich habe ja vorher eingeblendet, auch zu sehen, das ist eine 140-200er und ich bin jetzt eine Stufe weicher gegangen auf 120-200. Und diese Feder sitzt hier unten in dem Tragarm, da ist so ein Tragarm und hier unten ist so eine Gummiaufnahme.
Und die habe ich eben mit Gummipfleger behandelt. Das seht ihr dann auch später. Deswegen, ja, wenn ihr das auch machen wollt, eben hier noch so ein bisschen Gummipflegemittel, dann bleibt das geschmeidig. So, das sind die Utensilien, die ich benötigt habe. Alternativ, das habe ich auch gemacht, das sieht man jetzt auch gleich, habe ich noch die Rathausschale abgeschraubt. Da würdet ihr dann noch eine 8er und eine 10er Nuss brauchen, denn die Schalen oder beziehungsweise die Schrauben von der Rathausschale sind eben 8er beziehungsweise 10er. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir uns das Ganze einmal am Fahrzeug an. So, jetzt sind wir hier am Fahrzeug. Wie ihr sehen könnt, die Rathausschale ist entfernt. Ich habe auch das Rad jetzt hier schon abgenommen. Es wird noch ein weiteres Video geben, wo ich noch ein paar kleine Vorbereitungen mache, bevor ich mit dem Auto wieder auf die Rennstrecke gehe. In dem Video, was dann wahrscheinlich übernächste Woche kommt, beziehungsweise halt an dem Sonntag, bevor ich auf die Rennstrecke gehe, werdet ihr dann auch noch sehen, dass ich hier die Bremse nochmal ordentlich sauber mache, nochmal Bremsflüssigkeit kontrolliere und erneuere. Hier auch die Aufnahmen von der Radaufnahme, wo dann nachher die Felge sitzt, werde ich reinigen. Das kommt aber in einem anderen Video. Deswegen habe ich das jetzt erstmal dreckig gelassen. Wo wir uns jetzt heute mit beschäftigen, ist wie gesagt die Federeinheit beziehungsweise Federdämpfereinheit, wobei der Dämpfer prinzipiell im Fahrzeug verbleibt. Wir müssen ihn aber lösen. Dafür positioniere ich jetzt die Kamera einmal um. So, jetzt haben wir hier einen Blick von der Seite. Hier unten ist dieser Träger, von dem ich vorher gesprochen habe. Hier unten drin sitzt auch, wie gesagt, diese Gummiauflage. Dann kommt die kleine Vorspannfeder, dann kommt so ein Adapterteller, der die Vorspannfeder mit der eigentlichen Feder verbindet. Dann kommt die neue Feder. Und hier oben ist die neue Feder dann in diesem Gewindeteller oder liegt auf diesem Gewindeteller auf. Ja, das ist der ganze Zauber an der Geschichte. Und wie gesagt, ich habe gestern verschiedene Dinge ausprobiert, um hier die Feder zu entspannen. Also einfach nur den oberen Verstellteller, so, also nur den oberen Federteller zu entspannen. Und maximal reicht leider nicht. Ich habe dann auch probiert, die untere Vorspannfeder so ein bisschen rauszuhebeln. Das hat aber nicht funktioniert. Also vielleicht mit ganz viel Kraft, das wollte ich aber nicht. Dann habe ich probiert, als nächstes die Schraube dort hinten zu lösen, denn dafür hätte ich sozusagen nicht nochmal das Auto vermessen müssen. Jetzt musste ich hier vorne die Schraube mit der Spur- und Sturzverstellung lösen. Dadurch muss ich nochmal zum Vermessen. Zudem auch die Dämpferschraube. Und warum es da hinten an der Schraube nicht geklappt hat, ist der einfache Grund. Wir haben ja hier sieht man das, die Klappenabgasanlage, und die Schraube ist so lang, die kriege ich nicht ganz raus und irgendwann stößt sie dann an dieser Verstelleinheit von der Klappenanlage an. Selbst wenn ich dann den Auspuff aushänge, reicht das nicht, um den weit genug nach unten zu drücken. Das heißt, ich hätte den ganzen Auspuff demontieren müssen. Also habe ich die Schraube dann wieder befestigt. Ja, sehr ärgerlich an der Stelle, aber was eben wie gesagt zum Erfolg geführt hat, war dann die beiden Schrauben hier vorne zu lösen und dann eben komplett rauszunehmen. Dann hier mit einem Stemmeisen anzusetzen und den Tragarm nach unten wegzudrücken. Dann kommt man super an die Feder ran, hat aber halt den Nachteil, dass man das Ganze dann nochmal zur Vermessung bringen muss. Ja, das war so meine Odyssee gestern. Heute, wie gesagt, lasse ich einfach die GoPro mitlaufen an der Fahrerseite. Das sollte dann ein bisschen einfacher vonstatten gehen, jetzt wo ich weiß, was ich lösen muss. Ich denke, also wie gesagt, jetzt wo ich weiß, wie es geht, vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde, dann ist das erledigt. Das Problem ist halt, dass man danach nochmal zur Fahrwerksvermessung muss. Das kostet nochmal Zeit. Ansonsten ist das durchaus gut und alleine auch machbar, das zu wechseln. Es ist einfach nur die Problematik, wie gesagt, dass es halt hier eine Schraube ist, wo die Sturzverstellung mit dabei ist. Ich habe mir die zwar markiert und auch wieder auf die gleiche Position eingestellt, aber einfach auch mal, um auf Nummer sicher zu gehen, werde ich das Fahrzeug dann nochmal vermessen lassen. Was ich auch gemacht habe, ist mir hier oben die Vorspannung zu merken. Das heißt, da habe ich gemessen, wie viel hatte ich vorher, damit die Höhe wieder stimmt. Das mache ich dann auf der Beifahrerseite auch. Dann drehe ich das wieder auf die gleiche Höhe, dann sollte das wieder passen. So, und jetzt hätte ich gesagt, jetzt habt ihr die Infos bekommen, was meine Schwierigkeiten waren, wie ich sie gelöst habe. Und jetzt lasse ich einfach die GoPro auf der anderen Seite mitlaufen. Wenn ich damit durch bin, sage ich dann nochmal ein, zwei Sachen.
So, die zweite Feder ist jetzt auch raus. Es ist, obwohl ich eigentlich gut vorbereitet war, natürlich eskaliert, so wie es immer ist. Ihr habt ja gesehen, ich hatte große Schwierigkeiten, diese Sturzverstellschraube rauszubekommen. Liegt daran, auf der einen Seite ist diese ovale Unterlegscheibe, die dann nachher auch dafür sorgt, dass man eben den Sturz einstellen kann, weil sie nicht komplett rund ist, sondern eben so leicht oval. Beziehungsweise vielleicht ist sie sogar rund und einfach nur schief angeschweißt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall seht ihr ja, dass sie nicht rund oder mittig auf der Schraube sitzt und dadurch kann man eben dann den Sturz variieren. Und die ist auf einer Seite eben fest verschweißt und auf der anderen Seite eigentlich nur so lose aufgesteckt. Jetzt weiß ich nicht, ob das mir passiert ist beim Lösen der Schraube oder ob das bereits vorher jemand passiert ist, der den Sturz am Auto eingestellt hat. Kann ich jetzt so tatsächlich nicht mehr rekapitulieren, weil ich auch nicht hinter die Schraube bzw. hinter die Mutter gucken konnte. Also hier ist die Schraube, die geht durch den Träger durch und auf der anderen Seite sitzt dann hier dieses Gegenstück mit der Mutter drauf. Und wie ihr sehen könnt, die Mutter verdeckt komplett die Sicht auf diese Unterlegscheibe hier. Und ihr seht ja, die hat hier so verschiedene Aussparungen. Die sind jetzt natürlich ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Liegt daran, wenn wir uns die Schraube etwas genauer angucken, und dann sehen wir hier, die ist total kaputt. Ja? Das heißt, diese Unterlegscheibe, die eigentlich diese Aussparungen hat, damit man sie eben nur in eine Richtung auf diese Schraube setzen kann und sie sich dann auch nicht mehr verdreht, die hat es irgendwie geschafft, sich in das Material der Schraube einzuarbeiten. Was dann dafür gesorgt hat, dass sie eben nicht mehr leicht zu entfernen war, sondern praktisch ähnlich stark fest saß wie hier auf der Seite, also so eine Art verschweißt. Und dann habe ich die Schraube hier nicht rausbekommen. Alles Mögliche probiert. Am Ende bin ich den etwas schmerzhaften Weg gegangen. Ich habe sozusagen die Mutter nochmal aufgesetzt und dann die Mutter hier schön festgemacht, sodass ich diese Scheibe nicht mehr drehen konnte und dann einfach die gesamte Schraube gedreht. So lange immer in kleinen Stücken, dann wieder die Mutter gelöst und geschaut, ob die Schraube jetzt in der richtigen Position ist, also sprich in der Position, wo man sie aus dieser Unterlegscheibe rausziehen kann. Wie gesagt, die Schraube hat hier solche Nuten und diese Nuten passen hier in die Nasen von dieser Unterlegscheibe. Und wie gesagt, da habe ich in kleinen Schritten immer so weit gedreht, bis ich es jetzt geschafft habe, die zu lösen. Bedeutet, die brauche ich neu, die werde ich also nur trocken reinstecken. Ich, wie gesagt, muss ja eh noch ein paar Sachen am Auto machen, bevor ich auf die Rennstrecke kann. Aber ja, es ist halt wieder eskaliert. Ich sehe auch, bin schon wieder komplett eingesaut, aber so ist das halt. Das ist, wie gesagt, jetzt die alte Feder, 140, 200. Davon habe ich jetzt zwei, die ich gestern ausgebaut habe und die von heute. Das ist diese Gummiunterlegscheibe, von der ich gesprochen habe, wo die Feder da nachher drin sitzt. Das heißt, der Gummi sitzt hier unten in dem Gelenk oder nicht in dem Gelenk, in dem Tragarm. Dann kommt in den Gummi diese kleine Vorspannfeder. Dann kommt hier dieser Zwischenring. Dann kommt oben die Feder und oben ist dann wieder der Gewindeteller, mit dem man die Höhe einstellen kann. Jetzt mache ich das alles sauber. Das habe ich, glaube ich, gestern schon gezeigt. Das schneide ich jetzt rein. So, was ich jetzt mache, ich habe unten am Fahrzeug bereits vorgereinigt. Das blende ich euch gleich nochmal ein. Ich habe hier einfach einen Teilereiniger. Da werde ich die ganzen Teile einfach einmal grob mit einem Tuch reinigen. Vor allem hier die Auflageflächen, damit das wieder sauber ist. Ja, ich mache das immer, wenn ich an so Sachen dran bin, dass ich versuche, die dann eben entsprechend auch gleich wieder sauber einzusetzen bzw. zu reinigen, wenn ich schon dran bin. Die meisten Leute machen das nicht. Das ist auch, ja, also nicht zwangsläufig notwendig. Ich finde halt, wenn man schon dabei ist, kann man das ja noch machen. Dann hier auch diese Vorspannfeder, einfach nur so grob, da ein bisschen die Verschmutzungen und den Dreck weg. Einerseits sieht es wieder schön aus, auf der anderen Seite ist es dann auch, ja, wie gesagt, wenn hier unten jetzt irgendwie besonders viel hängen würde, kann es natürlich auch sein, dass sie dann nicht schön sauber auf dem Aufnahmeteller unten aufsitzt. Also ich versuche einfach zu verhindern, dass dann aufgrund von Verschmutzungen oder so nachher die Auflagefläche nicht perfekt ist. Deswegen reinige ich das hier jetzt alles. Die alte Feder werde ich nicht reinigen, die lasse ich so, wie sie ist. Die kommt ja wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz, insofern landet die dann wahrscheinlich bei eBay oder irgendwie so. So, und hier haben wir dieses Gummiteil, diese Gummiauflage, die hat auch eine spezifische Form, das heißt, die passt nur in eine Richtung. Die mache ich jetzt auch sauber und nachdem ich sie gereinigt habe, werde ich sie noch ein bisschen mit Gummipflege behandeln, damit die eben wieder ein bisschen, ja, sag ich mal, ihre Elastizität zurückbekommt. Das tut dem Teil auch ganz gut. Klar, normalerweise kann man es auch einfach dann tauschen, wenn es kaputt ist. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt in der Hand. Da kann ich hier gleich auch noch ein bisschen Gummipflege drauf machen. Dann bleibt das schön geschmeidig und hält vielleicht ein bisschen länger.
und werde den hier mit Gummipflege einsetzen, weil man sieht auch schon, der ist so ein bisschen porös hier. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera jetzt gut erkennen kann, so leicht porös ist der schon. Das heißt, den werde ich mit Gummipflege einsetzen. Vielleicht bestelle ich den auch gleich einfach mit. Ich brauche jetzt eine neue Schraube. Da werde ich auch gleich 2 nehmen, dann mache ich das auf der Beifahrerseite auch nochmal. Dann sind die alle frisch. Ist ja Quatsch, da jetzt nur eine zu bestellen. Dann werde ich das irgendwann später nochmal wechseln. Das hat jetzt keine Priorität. Ihr wisst ja jetzt, wie das Prinzip ist. Also ich würde euch jetzt empfehlen, aufgrund der Erfahrung, nicht hier vorne die Schraube zu drehen, sondern wirklich nur die Mutter. Denn ansonsten lauft ihr halt Gefahr, dass sich das ineinander reinarbeiten kann, so wie das jetzt bei mir war. Wie gesagt, also diese Spur hier, ja, diese frische Spur, die ist auf jeden Fall von mir, weil ich ja die Schraube gedreht habe hier auf dieser Scheibe. Aber die Verkantung sah zumindest für mich so aus, als ob das alt war, als ob man das beim Einstellen mal verkantet hat. Wie gesagt, ich weiß es nicht, weil ich ja nicht hinter die Mutter gucken konnte. Ist jetzt auch letzten Endes egal, ich habe es ja rausbekommen. Das nur als Info für euch. Nicht an dieser Mutter drehen, nicht an diesem Schraubenkopf drehen, sondern hinten an der Mutter drehen, damit euch das nicht auch passiert. Genau, jetzt wie gesagt mache ich das alles schön sauber. Dann baue ich alles wieder rein. So, jetzt sind wir hier nochmal ganz kurz an der Fahrerseite, wo ich gerade ja frisch alles rausgebaut habe. Da seht ihr, da unten ist diese Aufnahme für diesen Gummiteller. Dann hier unten, wie gesagt, habe ich jetzt beide Schrauben gelöst, sodass ich den Tragarm nach unten biegen kann. Das habt ihr ja... Moment, geht das mit einer Hand? Ja, das geht so ungefähr. Habt ihr ja eben auch gesehen auf der GoPro-Aufnahme. Wie gesagt, da ist einfach wenig Platz, deswegen ist das schwierig zu filmen. Ihr seht jetzt auch, hier habe ich die Rathausschale noch drin gelassen, also die müsst ihr nicht zwangsläufig ausbauen. Man sieht halt ein bisschen mehr und wenn man da oben den Verstellteller, den man jetzt da ganz leicht im Hintergrund erkennen kann, wenn man den halt bewegen möchte, dann ist es schon besser, wenn man die Rathausschale ausbaut, weil ansonsten bleibt man mit dem Verstellwerkzeug, bisschen Licht, ansonsten bleibt man mit dem Verstellwerkzeug immer an dieser Ecke hängen. Und das nervt natürlich wie Sau. Deswegen, ja, also wenn ihr den Teller, also den Verstellteller da oben, wenn ihr den bewegen wollt, ich habe das jetzt hier tatsächlich auch nicht gemacht. Dass ich den Verstellteller bewege, sondern habe den einfach in der Position gelassen, wie er war. So, da oben sehen wir jetzt den Verstellteller. Und wie gesagt, auf der Fahrerseite habe ich es jetzt so gemacht, habe ich die Rathausverkleidung drin gelassen und den Verstellteller auch gar nicht entspannt, weil den unteren Arm dort, den bekommt ihr so weit runtergedrückt, dass ihr den Verstellteller gar nicht bewegen müsst. Ich werde ihn jetzt trotzdem einmal abdrehen und oben das Gewinde säubern. Das habe ich auf der anderen Seite auch gemacht. Und ja, dann kommt hier wieder die Feder rein, die gereinigten Teile und dann sind wir durch. Und dann sieht das im Endeffekt später auch so aus wie auf der Beifahrerseite. So, jetzt sind wir auf der Beifahrerseite. Hier ist ja alles schon fertig und wie gesagt, die Fahrerseite sieht jetzt auch gleich so aus, wenn ich alles gereinigt habe. Dann packe ich wieder den Verstellteller oben in die richtige Position. Mache hier die Schrauben wieder provisorisch ran, die muss ich ja neu besorgen. Und dann passt das wieder alles. Ja, und damit soll es das im heutigen Video gewesen sein. Wie gesagt, das müsst ihr euch jetzt denken hier, dass ich das wieder festmache. Da muss ich erst noch Ersatzteile besorgen. Aber ihr habt ja gesehen auf der Beifahrerseite, wie das dann im eingebauten Zustand wieder aussieht. Ist also eigentlich eine relativ unkomplizierte Sache, die Federn zu tauschen, wenn eben nicht solche Spezialfiasko-Fälle passieren wie hier. Dann ist das, wie gesagt, so eine halben, dreiviertel Stunde erledigt. Ihr braucht noch, habt ihr ja auch gesehen, noch einen zweiten Wagenheber oder halt je nachdem, wenn ihr eine richtige Hebebühne habt, braucht ihr halt noch einen Getriebewagenheber oder irgendwas, damit ihr diesen Achsschenkel oder halt diesen Achsträger noch ein bisschen hochdrücken könnt, um da die Verspannungen rauszunehmen, wenn ihr die Schrauben rausnehmt oder auch wieder reinsetzt. Also ihr braucht das dann sowohl beim Rausnehmen der Schrauben als auch beim Reinsetzen. So, das soll es jetzt für das heutige Video gewesen sein. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Dann werde ich auf jeden Fall noch mal kurz die neuen Teile zeigen, denn die sollten dann da sein. Und dann gehen wir noch ein bisschen darauf ein, was ich noch am M2 mache, bevor ich damit wieder auf die Rennstrecke gehe. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.